um zu sagen, Leute, das Video muss nicht FSK 18 sein. Ich baue hier doch einfach nur eine Pflanze an. Aber nein, da muss man dann immer Einspruch einlegen, muss sich dagegen durchsetzen, gegen irgendeine KI, die sagt, man will hier gemeingefährliche Sachen zeigen. Hallo liebe Freunde da draußen, mein Name ist Michi, herzlich willkommen bei Mozartig. Und herzlich willkommen hier im Grow Room zu der wahrscheinlich letzten Update-Folge zu unseren Pflanzensorten OG Kush von Royal Queen Seeds und der Purple Oreos F1 von Seedsman. Unsere OG Kush befindet sich gerade in Blütewoche 10 und es ist kein Ende in Sicht. Ich gucke mir jeden Tag die Trichome an und die sehen immer noch sehr klar aus, gehen so langsam ins Milchige über und die Buds werden immer dicker. Die Purple Oreos F1 habe ich aufgrund des Trichombilds, ich blende es hier mal ein, die wurden jetzt schon sehr bräunlich, die meisten waren auch sehr milchig, habe ich in Blütewoche 9 dann letztendlich geerntet und die hängt jetzt hier in dem Zelt hinter mir zum Trocknen auf. Gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Liebe Freunde da draußen, ich werde nicht müde, euch darauf hinzuweisen, dass das Gewinnspiel zum 1000 Abonnenten Special noch läuft. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, bis zum 8.8. daran teilzunehmen. Link schreibe ich euch hier unten nochmal in die Beschreibung rein. Klickt drauf, guckt es euch an. Zu gewinnen gibt es ein 70x70x160er Zelt von Mars Hydro, ein komplettes Living Soil Set von Couple of Plants und einen Drain Master. Schaut mal vorbei, die Schwelle, um da mitzumachen, ist nicht besonders hoch. Ihr müsst euch das Video natürlich angucken, gebt dem Ganzen ein Like, abonniert meinen Kanal und kommentiert einfach unter dem Video. Und am 8.8. werde ich eine kleine Live-Session von mir mit euch machen, indem ich dann die Gewinner über einen Zufallsgenerator ziehe. Versand geht natürlich auch auf meine Kappe. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz an, was sich so im Grow Room hier getan hat, was sich bei den Pflanzen getan hat. Kommt mit, Leute. Ja, und hier stand sie also drin, ne? Die Purple Oreos F1 in der Living Soil von Couple of Plants. Dann habe ich sie abgeschnitten und ich habe da bisher auch nicht drin rumgewühlt, sondern ich habe hier die Blattreste und den Blattschnitt oben drauf gelegt, damit die Erde schön gemulcht ist. Und den Stofftopf lasse ich auch hier auf der Bewässerungsstation stehen. Also ich fülle ja auch immer mal wieder ein bisschen Wasser nach, dass die Erde jetzt hier nicht zu stark austrocknet. Denn hier habe ich ja vor, zusammen mit der Erde von der OG Kush das Ganze zusammenzufügen in einen größeren 45 Liter Stofftopf, um mir sozusagen so eine Art kleines Nano-Living-Soil-Beet aufzubauen. Da werde ich diese Erde dann nehmen, die Erde von der OG Kush und zusammenführen, bisschen auffüllen, nochmal mit frischer Living Soil von Couple of Plants. Und dann werden wir da mal versuchen, so ein Beet draus zu machen, das wir gar nicht mehr bewegen. Ja. Die Wurzel und die ganzen Pflanzenbestandteile werde ich hier auch in dieser Erde drin lassen, weil das so zur Art, eine Art wirklich mögliche Biomasse ist, die eben von den Mikroorganismen in der Living Soil dann umgesetzt werden kann und dann zu neuen Nährstoffen für die Pflanze. Zumindest hoffe ich das mal so in der Theorie. Wir gucken uns das an, ob das klappt. Ja, und damit das Ganze natürlich funktioniert mit der Living Soil, muss alle 2 Wochen ein Komposttee angesetzt werden. Die Zutaten dafür sind einmal Melasse und eben dieser Komposttee-Ansatz, den ich von Couple of Plants bezogen habe. Und das Ganze wird dann bei 30 Grad mit so einem Luftsprudelstein hier reingemacht. Ich habe hier 1 Liter angesetzt, den verdünne ich mir dann 1:5, also 1 Liter hiervon plus 4 Liter Wasser. Apropos Wasser, sage ich gleich auch noch mal was dazu. Und dann wird das Ganze eben 1:5 verdünnt auf die Pflanzen verteilt. Und nicht nur die lebende Pflanze, sondern auch die Erde, die hier steht, die bekommt einen kleinen Schluck davon ab, damit die Bodenlebewesen natürlich noch was zu tun haben und das Ganze so gut es geht frisch bleibt, bis die Erde wieder zum Einsatz kommt. Ja, denn ihr erinnert euch ja an meinen guten Luftentfeuchter hier, der eigentlich pausenlos 24/7 hier am Ackern ist. Und ich habe ja gesagt, die Living Soil gieße ich nach Möglichkeit mit Regenwasser. Jetzt hatten wir die Tage natürlich auch verdammt viel Regenwasser da. Aber hin und wieder habe ich eben auch mal hier unser enthärtetes Leitungswasser gegeben. Aber ich habe da ein schlechtes Gefühl, denn bei einer Living Soil macht man ja keinen Flush. Das heißt, da kriegt man eventuelle Carbonate und Salze nicht rausgespült. Also ist tatsächlich auf Regenwasser, sollte man auf Regenwasser zugreifen oder nach Möglichkeit halt eben Osmosewasser machen.
Und eine Osmoseanlage hatte ich auch bestellt, aber ich habe sie wieder zurückgeschickt, denn ich bin ja so blöd, ne? Guckt euch das mal hier an. Was hier rauskommt, ist doch feinstes destilliertes Wasser. Na, das ist das Kondenswasser aus dem Luftentfeuchter. Und das habe ich mal durchgemessen. Also vom pH-Wert liegt es auf jeden Fall unter 7 und hat natürlich auch keinerlei Salz oder Carbonate drin. Und das kippe ich nicht einfach weg, sondern das sammle ich mir und das stelle ich dann den Pflanzen in der Living Soil zur Verfügung. Was haltet ihr denn davon? Also trinken würde ich das nicht, aber zum Gießen von den Pflanzen ist das doch top, oder? So, und jetzt gucken wir uns den Kandidaten mal wieder an, warum, indem ich wieder mit YouTube so einen Stress kriegen werde, dass ich da permanent immer wieder hinterher sein muss, um zu sagen, Leute, das Video muss nicht FSK 18 sein. Ich baue hier doch einfach nur eine Pflanze an. Aber nein, da muss man dann immer Einspruch einlegen, muss sich dagegen durchsetzen, gegen irgendeine KI, die sagt, man will hier gemeingefährliche Sachen zeigen. Ja, es ist wirklich unglaublich anstrengend, sage ich euch. Ja. Vor allem, wenn ich einfach sehe, dass einfach keine unter 18-jährigen Leute meinen Content gucken. Ich kann das ja über mein YouTube-Studio, kann ich ja reingucken, ich blende es mal hier ein, wer denn so alles guckt. Ja? Also es sind vor allem Männlein, die meinen Content gucken und vor allem Leute, die über 18 sind. Also habe ich da auch überhaupt kein schlechtes Gewissen. Ja? Aber es ist leider Gottes so, wenn YouTube FSK 18 markiert, guckt niemand die Videos, weil sie einfach nicht vorgeschlagen werden. Gott, ich will mich jetzt nicht wieder in Rage regen. Ach, hier kommt wirklich ein richtig schöner Duft drüber. Unsere Royal Haze Automatic, nee, was laber ich? Unsere OG Kush von Royal Queen Seeds. Meine Güte. Blütewoche 10. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie lange ich sie insgesamt hier stehen habe. Die findigen Leute unter euch, die können sich das nochmal angucken. Aber vor 10 Wochen haben wir sie in die Blüte geschickt. Und hier steht sie in einem kompletten Mars Hydro Setup mit Mars Hydro Inline Vent, der FCE 1500. Und die Neuen wissen es nicht. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass das hier mein erster photoperiodischer Grow ist. Und ich bin da unglaublich stolz drauf, glaubt mir Leute. Ich freue mich hier richtig drauf, auf das Ergebnis von diesen schönen Pflanzen. Diese Erde wird nach wie vor so behandelt, ne? Steht natürlich auch auf dieser Selbstbewässerungsstation, bekommt jetzt gleich auch einen Schluck von dem verdünnten Komposttee ab. Ja, und dann wird das Ganze beobachtet. Trichome werden sich von Tag zu Tag angeguckt. Auch hier blende ich mal gerade ein, wie die Trichome gerade aussehen. Aber solange ich da noch nicht großartig was Milchiges sehen kann oder viel Braunes, lasse ich die Buds doch einfach weiter wachsen. Ja. Ich werde euch allerdings dann nicht mehr mitnehmen. Ja. Ich werde dann ein Seed-to-Harvest-Video machen von den beiden Sorten, die jetzt hier in dem Zelt standen. Und mal gucken, wie es dann mit dem nächsten Projekt weitergeht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon fleißig bestellt. Seid mal gespannt, was für Sorten dabei rumkommen. Ja. Und jetzt zum Schluss auch nochmal, klickt doch auf jeden Fall bei meinem 1000 Abonnenten-Special vorbei. Es gibt was Tolles zu gewinnen, kostet euch nicht viel Zeit. Und mich würde es einfach wahnsinnig freuen, von euch mal zu hören in den Kommentaren. Ja? Also, macht's gut, ihr lieben Leute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis bald. Euer Michi. Tschüss.